Wir sind nicht mehr resilient, es schmeißt uns alles um. Bei der mentalen Fitness wundern sich alle, warum man sich 400-500 Mal den gleichen Satz vorsagen soll. Ich bin so schön, ich bin so schön, ich bin so schön, ich bin einfach, ja, du weißt, was ich meine, ja, schau mich an. Wenn man sich mit Lieferketten intensiv beschäftigt, kommt man drauf, dass das nicht wie eine Perlenkette aneinandergereiht ist. Wir haben auch bei kleinen Unternehmen 30, 40, 50 und bei größeren bis zu 100.000 Lieferbeziehungen. Und die muss man mal entflechten, damit man überhaupt darüber reden kann, wie man eine Industrie, eine Arzneimittelindustrie wieder in Europa ins Leben rufen kann. Der Schiefer-Podcast. Vergaberecht neu denken. Hallo zu einer neuen Folge der Schiefer-Podcast. Wir sprechen heute über Arzneimittelversorgung und Gesundheit und welche Rolle unter anderem Resilienz dabei spielt. Das wollen wir jetzt mit ihm besprechen. Viel resilienter geht's nämlich nicht. Servus Martin Schiefer. Servus Christian, freue mich. Martin, Resilienz wird heutzutage in Kindergartenkursen gelernt und gelehrt. Haben wir irgendwie verlernt, resilient zu sein? Das kann man mit einem einfachen Ja beantworten. Wir sind nicht mehr resilient, es schmeißt uns alles um und wir brauchen ständig irgendjemanden, der sich um uns kümmert, der für unsere Sorgen da ist, müssen wieder mehr an uns arbeiten. Welche Rolle spielt Resilienz in deinem Leben, beruflich und privat? Also ohne Resilienz würde ich meinen Job nicht bestehen. Wir sind in sehr, sehr schwierigen Projekten drinnen, in sehr, sehr herausfordernden Zeiten und man muss sich immer wieder darauf konzentrieren, dass man sich auf seine Stärken fokussiert und immer wieder vorsagt, das, was ich nicht ändern kann, darüber ärgere ich mich nicht. Das hat aber alles auch mit Mindset zu tun, Martin. Was muss denn in unserem allgemeinen Mindset geändert werden, dass wir ja eben resilienter werden, mehr Selbstbewusstsein wieder haben? Als begeisterter Läufer, du weißt das ja, ich bestehe ja im ständigen Training. Nein, kleiner Witz. Es ist das Training. Es geht einfach darum, kein Mensch würde sich fragen, warum ein Tennisspieler 400 Mal, 500 Mal den gleichen Schlag macht. Bei der mentalen Fitness wundern sich alle, warum man sich 400-500 Mal den gleichen Satz vorsagen soll. Ich bin so schön, ich bin so schön, ich bin so schön, ich bin einfach... Ja, du weißt, was ich meine, ja, schau mich an. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen auch unseren Kopf trainieren, unsere Geisteshaltung trainieren und die heißt, wir brauchen uns nicht verstecken, wir haben was anzubieten und gerade die europäische Wirtschaft, auch die europäische Bevölkerung mit ihren Werten und ihren Traditionen, die muss sich weltweit nicht verstecken. Martin, apropos Selbstbewusstsein, ich sage mal nicht, ich bin so schön, ich sage meistens, ich bin so schnell, weil es geht um unsere Lauf-Challenge. So ein bisschen Ausgangspunkt ist ja nur ganz kurz der Wings for Life World Run. Wir haben gesagt, wir machen unsere Challenge mit der App. Wie geht's da? Wie gut bist du schon in Schuss? Also wenn du mich da jetzt unter Druck setzen willst mit App oder was auch immer, aber ich möchte ganz was anderes sagen. Dieser Wings for Life Run, schaut euch den mal an, was das für eine Idee ist. Was das für eine Logistik ist. Und das ist entstanden in Österreich und das ist genau dieses Mindset, das wir brauchen. Wir wollen hier helfen, wir wollen was tun und wir machen ein Event, das aufwendiger ist als die Olympischen Spiele. Und das geht von Österreich aus und dafür gibt es einen dicken, fetten Applaus und das ist genau das Mindset, das wir brauchen. Der Schiefer-Podcast. Neue Wege statt ausgetretener Pfade. Martin, wir kommen zur Arzneimittelversorgung. Wir haben ja vor allem bei Corona und bei großen Grippewellen gesehen, wie abhängig wir hier von China sind. Was muss denn getan werden, damit wir hier wieder unabhängiger werden? Für dich ist das natürlich ein wichtiges Thema, weil nach dem Lauf wirst du Schmerzen haben und da brauchst du was zur Versorgung. Deswegen sage ich dir jetzt ein paar Sachen, die wir brauchen. Wir haben es zu tun mit einer sehr, sehr zersplitterten Lieferkette. Und wenn man sich mit Lieferketten intensiv beschäftigt, kommt man drauf, dass das nicht wie eine Perlenkette aneinandergereiht ist, sondern dass das Netzwerke sind, die ineinander verflochten sind und sich dann aber doch wieder treffen. Und wir haben auch bei kleinen Unternehmen 30, 40, 50 und bei größeren bis zu 100.000 Lieferbeziehungen. Und die muss man mal entflechten, damit man überhaupt darüber reden kann, wie man eine Industrie, eine Arzneimittelindustrie wieder in Europa ins Leben rufen kann. Also wir halten fest, Martin, eine Lieferkette ist keine Perlenkette. Wie können wir denn jetzt stabile Lieferketten aufbauen und wie lange dauert sowas? Also wenn man das mit
Forschern und mit Lieferkettenexperten diskutiert und das sind blitzgescheite Menschen, die Mathematiker oder Physiker sind, die sich also wirklich mit Simulationen beschäftigen, dann muss man valide sagen, das sind 10 bis 15 Jahre, um diesen Industriezweig wieder nach vorne zu bringen. Und wir haben eine Regulatorik, die extrem aufwendig ist. Wir brauchen extrem lang, um solche Anlagen in eine Genehmigung zu bekommen. Wir brauchen auch extrem lang, diese Anlagen zu errichten und erst dann können wir beginnen zu produzieren. Und dann haben wir immer noch nicht das Thema der Rohstoffe geklärt. Also wir haben es hier mit einem sehr, sehr komplexen Thema zu tun und die Zeit ist jetzt. Das wäre die Frage gewesen, wann müssen wir beginnen? Also jetzt müssen hier, höre ich das richtig raus, Martin, möglicherweise ganz neue Industrien aufgebaut werden? Und wenn ja, wie soll das gehen? Es ist wie immer eine Zusammenschau aller Fähigkeiten, die der Mensch derzeit zur Verfügung hat. Und wir werden die künstliche Intelligenz brauchen, um einerseits Simulationen schneller zu machen, Arzneimittelentwicklungen voranzutreiben, die Diagnostik zu verbessern, um nicht so viel Arzneimittel zu brauchen. Also es ist ein Multiversum an Maßnahmen, das man hier denken muss. Und wir machen ja sehr viel für Krankenhausbetreiber und die sind da schon ganz intensiv dabei. Also hier eine Schnittstelle auch zu bilden mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, Lieferketten, Vereinfachungen und vor allem Lieferkettenresilienz. Komplexe Zusammenhänge erkennen. Der Schiefer-Podcast. Resilienz, darüber haben wir heute schon so viel gesprochen. Wie kann denn unsere Wirtschaft, Martin, resilienter werden? Der erste Schritt ist einmal eine ganz kritische Analyse. Wir hören ja immer wieder das Thema, ja, keine Chinesen, keine Amerikaner, keine Inder, keine Pakistanis. Das ist alles viel zu kurz gegriffen. Wir müssen jeden Teil der Lieferkette anschauen, wir müssen ihn bearbeiten, wir müssen das Risiko evaluieren und dann können wir entscheiden, was wir tun. Und das wird in der Praxis nur von ganz wenigen jetzt schon begonnen und da gibt es den dringenden Appell, das jetzt schon zu tun. Und dann werden die Lieferketten entflochten, die Lebensmittelversorgung kann man vielleicht einfacher machen. Aber hier auch wieder ein klassisches Beispiel. Wir wollen auf der einen Seite raus aus Gas. Wir können natürlich Biogas und Biomethan entsprechend produzieren, haben aber das Problem, dass nach gewissen regulatorischen Vorschriften Lebensmittel wie Mais oder Zuckerrüben dafür nicht verwendet werden dürfen. Also das, was wir eigentlich brauchen, diesen Vergärungsprozess, den kannst du nur mit Lebensmitteln machen, die extrem energetisch sind. Die darfst du aber aufgrund der Krisenvorsorge, Blackout-Prophylaxe nicht verwenden. Und jetzt brauchen wir hier mal eine klare Aussage, was tun wir? Also gehen wir jetzt in Richtung raus aus Gas oder gehen wir in Richtung Lebensmittelsicherheit? Und diese zwei Problemkreise widersprechen sich natürlich, ja. Also beides kann man nicht haben. Was wir auch feststellen müssen als Europäer, ist, dass wir uns einfach lange Zeit auf Amerika verlassen haben. Die Zeit ist wohl vorbei, auch was die Sicherheit betrifft. Welche Rolle spielt denn hier Resilienz? Martin, Stichwort auch geistige Landesverteidigung. Naja, wie wir es gerade vorher gesagt haben, Resilienz ist Mindset, ist Training und wenn man lang nicht trainiert, wie du es auch sehen wirst, wird ein kleiner Lauf dich schon aus der Bahn werfen. Wenn du aber so wie ich topfit bist, sieht man auf meinen Fotos, gärtenschlank mittlerweile, dann wirft dich das nicht aus der Bahn. Und das ist hier auch in Amerika das Thema. Wir werden diese Ketten nicht von heute auf morgen abbrechen können. Wir müssen daher den Kontakt mit unseren Partnerinnen und Partnern aufrechterhalten. Aber parallel dazu müssen wir trainieren, um das, was im Moment schwach ist, wieder zu stärken. Haben wir eigentlich schon einen Wetteinsatz für unseren Lauf? Ich würde sagen, wir gehen in die Schweiz aus und essen eine Stelze. Das klingt gut und trinken ein Bier. Völlig wurscht, wer das zahlt. Ja, Wette akzeptiert. Das ist schon ein Hustenanfall. Martin, abschließend, hast du das Gefühl, dass es langsam in der österreichischen Bevölkerung angekommen ist, dass wir uns alle zusammen geistig neu justieren müssen, resilienter werden? Es ist noch nicht angekommen, weil es auch nicht angesprochen wird. Die Konsequenz dieser Maßnahmen, von denen wir reden, heißt, dass die Qualität zwar nach oben gehen wird, also die Resilienz wird steigen, aber es wird was kosten. Und das muss man auch ansprechen. Jeder Mensch, der privat etwas erreichen will, muss ansparen, er muss investieren. Und das versteht auch die Bevölkerung. Und das, was wir mit unseren Ausschreibungen vortragen, bringen wir auch in die Bevölkerung, dass wir sagen, ja, jetzt kostet halt das Aspirin mehr. Für die, die es sich nicht leisten können, ist immer noch genug Geld da, um sie abzufedern. Und für die anderen, für die muss es wichtig sein, dass sie das Medikament, das sie für ihr Kind oder für ihre Eltern oder für seine Eltern brauchen, dass das auch entsprechend finanziert ist und verfügbar ist. Also Resilienz schafft Sicherheit, würdest du unterschreiben? Auf jeden Fall, dringendes Muss. Und unsere Lauf-Challenge, und ich bin mir relativ sicher, wir sind beide resilient genug, ein zweites Budweiser zu bestellen. So stellst du dazu, oder? Was meinst du? Ich trinke meistens Soda Zitron.
aber ich könnte mir ein Bierchen vorstellen. Er schaut weg. Danke, Martin Schiffer. Es war wieder echt interessant und spannend. Bleib resilient und bis zum nächsten Mal. Trainieren, trainieren, trainieren. Alles Gute. Und euch danke fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt euch was rausnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus. Der Schiefer-Podcast. Am Ende noch einmal neu denken. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen auch unseren Kopf trainieren, unsere Geisteshaltung trainieren und die heißt, wir brauchen uns nicht verstecken, wir haben was anzubieten und gerade die europäische Wirtschaft, auch die europäische Bevölkerung mit ihren Werten und ihren Traditionen, die muss sich weltweit nicht verstecken. Wir brauchen auch extrem lang, diese Anlagen zu errichten und erst dann können wir beginnen zu produzieren. Und dann haben wir immer noch nicht das Thema der Rohstoffe geklärt. Also wir haben es hier mit einem sehr, sehr komplexen Thema zu tun und die Zeit ist jetzt. Wir müssen jeden Teil der Lieferkette anschauen, wir müssen ihn bearbeiten, wir müssen das Risiko evaluieren und dann können wir entscheiden, was wir tun. Und das wird in der Praxis nur von ganz wenigen jetzt schon begonnen und da gibt es den dringenden Appell, das jetzt schon zu tun. Der Schiefer-Podcast. Neu denken und am Ende nie damit aufhören.